Und dieses Bild, dieser arme Mann, der hier bei der Zombie-Apokalypse gefangen wird oder wo ihn die Arme versuchen, da einzuziehen, genauso fühlt es sich häufig an, wenn du als Fachkraft auf Social Media unterwegs bist. Ständig kommst du irgendwo hin, die Leute schreiben dich an, versuchen dich zu gewinnen mit 0815, ja, anmachen, will ich jetzt schon an dieser Stelle fast sagen, aber wirklich mit ein und denselben Copy-and-Paste-Texten. Also ich kann es nicht mehr hören, wenn irgendjemand zu mir sagt, sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Also ich biete den Leuten dann immer ein Rhetorikseminar an und dann lassen sie mich meistens in Ruhe. Aber das ist genau der Fehler, den die meisten machen. Social Media, und das ist jetzt wichtig, das ist wirklich ganz elementar. Schreib dir das auf, marke dir das an, das musst du verstanden haben, was Social Media angeht, vor allen Dingen, was das Recruiting auf Social Media angeht. Social Media ist nicht dazu da, um zu verkaufen. Social Media ist nicht dazu da, um irgendwelche Anzeigen zu schalten. Social Media ist nicht dazu da, um Leute durch 0815 Anzeigen dazu zu bewegen, sich bei dir zu bewerben. So Geschichten wie: „Wir suchen Verstärkung für unser Team." Nein, das braucht niemand. Über Social Media wird nicht verkauft. Wozu ist Social Media da? Social Media ist dazu da, um Mehrwert zu schaffen. Social Media ist dazu da, um deine Expertise den Leuten zu zeigen, um zu zeigen, du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. Du kannst dich positionieren, du kannst deine eigene Marke positionieren, du kannst auch die Marke deines Unternehmens positionieren. Aber es ist wesentlich einfacher, eine Personal Brand, also eine Personenmarke zu etablieren, als eine Corporate Brand, also eine Firmenmarke zu etablieren. Das braucht viel mehr Zeit und viel mehr Vertrauen, weil sobald die Leute sehen, das ist eine Firma, dann sind sie schon in dem: „Okay, das ist Werbung-Modus." Und wir mögen keine Werbung, niemand lässt sich gerne Sachen verkaufen. Nehmen wir als schönes Beispiel, du wirst ja auch dir Dinge kaufen, ja? Also, ich spreche hier in ein Mikrofon, ich, habe hier ein MacBook vor mir, das habe ich mir gekauft. Letzten Endes hat es mir jemand verkauft, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, genauso wenig wie du wahrscheinlich, zu sagen: „Hey, guck mal, was mir jemand verkauft hat." Aber wir sind selber stolz, wenn wir etwas Schönes gefunden haben, dass wir uns das Ganze gegönnt haben, und dann sagst du wahrscheinlich auch: „Guck mal, was ich mir gekauft habe." Und genauso ist es, auch auf Social Media, was Bewerbungen angeht, was die Ansprache der Bewerber angeht. Wenn du anfängst, deine Stellenausschreibungen zu posten, dann hast du verloren. Das ist wirklich die absolute Todsünde. Dann ist es nämlich genauso wie auf dem Bild. Das machen so viele falsch. Und deswegen sage ich dir, schreib dir das auf und marker dir das bitte, bitte an, weil das ist tatsächlich die goldene Regel. Es kommen keine Stellenausschreibungen auf Social Media. Wir verkaufen nicht über Social Media. Die Ansprache kann auf Social Media erfolgen. Du kannst die Leute in deinen Funnel, ziehen. Du kannst die Leute sonst irgendwie dazu motivieren, mit dir Kontakt aufzunehmen aus irgendwelchen anderen Gründen, oder ihnen anbieten, dass du mit ihnen Kontakt aufnimmst, wenn sie das möchten. Aber bitte, 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 und ich kann es nicht oft genug sagen, bitte, 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 mach diesen Fehler nicht und poste Stellenausschreibungen auf Social Media. Social Media ist nicht dazu da. Bau dir eine Community auf, und das ist wirklich das Geniale an Social Media. Du kannst mit den Dingen, die dir von Anfang an wichtig sind, sei es, ja, bei mir ist es Kommunikation und Rhetorik beispielsweise, ja? So, das ist etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt, gute Kommunikation in der Pflege, und da kann ich mir eine Reichweite aufbauen, da kann ich mit den Leuten drüber reden, und wenn du dir eine Community geschaffen hast, also Leute, die dein Wertesystem teilen, hast du ja schon mal die halbe Miete. Du hast die Leute, die für dich eine Relevanz haben, für die du eine Relevanz hast. Also, ihr seid euch gegenseitig schon mal wichtig. Die Leute verbringen ihre Freizeit dort und möchten mit dir Kontakt haben. Wie geil ist das denn? Ja? So, das wirst du mit keiner Stellenanzeige der Welt schaffen. Das wirst du nur auf Social Media schaffen. Und wenn du dir, egal wie groß oder klein deine Community ist, du kannst immer Rückfrage halten. Du kannst immer fragen: „Ja, was ist dir denn jetzt wichtig? Wie könnte ich denn das Ganze besser machen? Was macht für dich einen guten Arbeitgeber aus?" Und wenn du solche, Rücksprachen dann hältst, dann merkst du dann auch, wie Sachen kommen,
wo du vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hast. Oder so war's bei mir zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe: „Ja, das ist doch selbstverständlich.“ Ja, manche Sachen sind für den einen selbstverständlich. Es kann für dich absolut selbstverständlich sein, dass ein offenes und ein offenes und ehrliches Betriebsklima herrscht und dass Probleme sofort und direkt angesprochen werden. Das kann für dich absolut selbstverständlich sein und für dein Gegenüber, für deinen potenziellen Bewerber wäre das so das ultimative, Verkaufsargument. Also, wenn du dann sagst: „Ja, das ist mir wichtig aus den und den Gründen“, dann kannst du genau solche Leute anziehen. Und dafür ist Social Media da. Deine Expertise zeigen, den Leuten zeigen, dass du was auf dem Kasten hast, dass du vertrauenswürdig bist und vor allen Dingen Probleme lösen.